Hallo, ich darf euch herzlich begrüßen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute möchte ich euch ein Rezept zeigen von einem schnellen Ciabatta. Und wir beginnen mit 350 ml lauwarmem Wasser. Dann gebe ich einen halben Hefewürfel hinein, das sind 21 Gramm. Einen Esslöffel Zucker. Alles so lang rühren, bis alles schön aufgelöst ist. Das geben wir jetzt in eine große Schüssel. Das Ciabatta-Brot ist ja ein helles Brot. Ich möchte aber kein Weizenmehl verwenden. Deshalb verwende ich 500 Gramm Dinkelmehl Typ 630. 3 Esslöffel Olivenöl. 1, 2 und 3. Die Schüssel gebe ich jetzt in meine Knetmaschine und knete den Teig kurz vor, bevor ich 2 Teelöffel Salz hinzugebe. 1 und 2. Mit Hilfe einer Küchenmaschine verknete ich jetzt den Teig für 10 Minuten. Ihr könnt dies natürlich auch mit einem Handrührgerät machen. Aber 10 Minuten mit einem Handrührgerät kann ganz schön lange werden. Wie ihr sehen könnt, löst sich schon langsam der Teig komplett vom Schüsselrand. Und genau so soll es sein. In die Schüssel gebe ich jetzt etwas Olivenöl hinein. Danach knete ich den Teig einmal kurz durch. Ich decke die Schüssel ab und lasse ihn jetzt für 2 Stunden ruhen. 2 Stunden später. Der Teig ist wundervoll aufgegangen. Jetzt nehme ich etwas Mehl und gebe es auf den Teig. Dann hole ich ihn aus der Schüssel raus. Befeuchte deine Finger mit Wasser und ziehe den Teig nach außen und die äußeren Enden nach innen. Im Inneren des Teiges baut sich eine richtige Spannung auf und man merkt richtig, wie sich das Ganze mit Luft füllt, wie ein weiches Kissen. Gib auf den Teig nochmal richtig Mehl von beiden Seiten. Ich teile den Teig und forme 2 Ciabatta-Brote daraus. Mit den einzelnen Teigstücken wenden wir jetzt nochmal die gleiche Falttechnik an. Wenn die Teigstücke fertig geformt sind, geben wir nochmal richtig Mehl darüber. Bereite ein Backblech vor. Den Teig auf das Blech geben und dann lassen wir es nochmal für 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heizt den Backofen vor auf 200 Grad Umluft. Die Teiglinge kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten auf 200 Grad Umluft. Die Backzeit kann wie immer schwanken, aber so sollte es zum Schluss aussehen. Normalerweise benötigt man für selbstgebackenes Ciabatta-Brot mindestens 10 Stunden. Dieses ist ganz schnell gebacken und schmeckt wunderbar und ist sehr fluffig und lecker. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Rezept. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!